Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum neuen Sirui Aurora 85 mm Festbrennweitenobjektiv mit der Blende 1.4. Das Objektiv ist für den Fuji X-Mount erhältlich, für den Sony E-Mount und wie ihr es hier sehen könnt, auch für den Nikon Z-Mount, und ich habe das Ganze hier an meiner Nikon Z8 getestet. Das Besondere gleich mal vorweg, es ist nämlich der Preis von dem Objektiv. Für den Fuji X-Mount bekommt ihr das Ganze für 499 € und für den E- und Z-Mount kostet das Ganze 549 € und das ist für ein 85 mm Objektiv mit einer Blende von 1.4 schon ein sehr, sehr guter Preis, und wie das Ganze hier so abschneidet, das möchte ich euch jetzt natürlich zeigen. Zuerst aber natürlich eine kurze Erklärung. Ich habe das Objektiv von Sirui für das Review zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde dafür aber nicht bezahlt und darf wie immer meine Meinung frei äußern. Und dann lasst uns doch einfach mal direkt damit beginnen. Fangen wir mit der Verarbeitung an, und hier macht das Objektiv schon mal einen richtig guten Eindruck. Also ihr habt hier eine Aluminiumlegierung, die fasst sich richtig wertig an, also ihr habt da einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Ganze ist auch richtig gut verarbeitet, ist hier in so einem leichten Matt-Schwarz-Finish gehalten und macht an für sich einen richtig guten Eindruck. Die Gegenlichtblende, die ist aus Plastik gehalten, die ist dann also auch nicht zu schwer vorne dran. Es ist wirklich sehr gut handelbar, gerade hier an der Z8, die wiegt natürlich auch ein bisschen mehr wie jetzt was Vergleichbares von Sony oder so. Das Objektiv wiegt zwischen 540 und 570 Gramm, je nach Mount. Also hier am Z-Mount liegt es eher bei 570 Gramm. Aber wie gesagt, vom Handling ist das schon mal ganz ordentlich. Auch die Größe an sich ist wirklich, ich nenne es mal, kompakt, weil für ein 85 mm Objektiv mit einer Blende 1.4 ist es schon relativ klein. Ihr habt hier eine Länge von 10 cm und einen Durchmesser von ca. 8 cm. Mit der Gegenlichtblende geht das Ganze dann auf 14,5 cm und vorne habt ihr einen Durchmesser von 9 cm. Also falls ihr eine passende Kameratasche dafür sucht, da habt ihr jetzt die Maße hierfür bekommen. Ihr habt ein 67 mm Filtergewinde, da lassen sich also alle handelsüblichen Filter mit 67 mm mit verwenden. Ihr habt an der Gegenlichtblende keinen Zugriff auf diese Filter, also ihr könnt hier nicht irgendwie den Filter verstellen. Dafür habt ihr hier an der Gegenlichtblende so einen leicht gummierten Ring. Ich weiß nicht genau, was der für einen Sinn macht, außer dass ihr die Blende vielleicht einfacher abnehmen könnt, aber es fasst sich natürlich auch toll an. Vom Fokusring her habt ihr hier ein relativ gutes Fokusgefühl, der ist relativ leicht, sage ich mal. Also da gibt es Objektive, wo sich das Ganze schon deutlich schwerer fokussieren lässt. Es ist natürlich Focus by Wire, also ihr habt da keine richtig feste mechanische Anbindung an eure Fokuselemente so gesehen. Aber meiner Meinung nach lässt sich damit relativ gut manuell fokussieren. Aber ich muss auch dazu sagen, ich benutze das natürlich deutlich mehr mit dem Autofokus. Ansonsten habt ihr hier dann noch eine Taste, die ist mit AFL beschriftet, die könnt ihr frei belegen. Da könnt ihr euch also eine Funktion drauflegen, und ihr habt einen Umschalter für AFMF. Also ihr könnt hier auch ziemlich einfach den manuellen Fokus aktivieren. Ihr habt einen Blendenring hier hinten, der lässt sich verstellen von Blende 1.4 bis Blende 16, und ihr könnt das Ganze deklicken. Deklicken, dann macht er gar keinen Ton, wenn ihr den verstellt, und das hat natürlich den Vorteil, wenn ihr das Ganze zum Filmen benutzen wollt, dann könnt ihr hier stufenlos eure Blende verstellen. Das ganze Objektiv soll abgedichtet sein, ihr habt hier aber keine IP-Schutzklasse. Also es ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, und ihr habt auch am Bajonett hinten einen Gummiring, der euch das Ganze zum Bajonett hin abdichtet. Aber wie gesagt, es gibt keine Schutzklasse, da ist hier nichts spezifiziert. Es sollte aber auch so, wenn man es anguckt, ich gehe mal davon aus, den einen oder anderen Regenschauer schon überstehen können. Ich will dafür aber natürlich da nichts für irgendwas garantieren. Es ist eben so angegeben, wie auch bei allen anderen Objektiven, wo die Hersteller so anbieten. Im Bajonett hinten habt ihr dann noch einen USB-C-Anschluss. Das ist ziemlich gut, dass der im Bajonett hinten versteckt ist, weil da ist der dann natürlich auch abgedichtet gegen die Umwelteinflüsse, und ihr solltet darüber eine Firmware aktualisieren können und so weiter. Also das ist schon gut, da könnt ihr das Objektiv dann auch immer auf den neuesten Stand bringen. Hin und her viel Gerede übers Äußere. Es macht also wirklich einen sehr guten Eindruck, liegt gut in der Hand, ist schön verarbeitet, auch von der Schrift her. Kommen wir mal zur Bildqualität, weil das wird euch wahrscheinlich am meisten interessieren. Und da lege ich die Kamera jetzt mal weg und nehme hier meinen Rechner auf den Schoß, weil ich gehe mit euch ein paar Bilder durch, und dann können wir uns das mal gemeinsam anschauen. Beginnen wir mit der Schärfe, und bei Offenblende in der Mitte ist die schon sehr gut. Jetzt ist es so, es gibt andere Festbrennweitenobjektive, die deutlich teurer sind, die sind in der Mitte auch noch ein Tick schärfer. Also es ist nicht wirklich knackscharf bei Offenblende. Das merkt man, wenn man ein bisschen abblendet und dann bei Blende 2, 2.8 schaut. Da ist das Bild dann doch noch mal ein Tick schärfer, und auch wenn wir da auf Blende 4 gehen, sieht man,
Es ist nochmal ein Tick schärfer als jetzt eben bei Offenblende. Das heißt aber insgesamt nicht, dass die Offenblende nicht nutzbar ist oder so. Also, ich persönlich würde die voll nutzen. Also, ich habe da für mich festgestellt, ja, okay, sie ist ein bisschen weicher, nenne ich es mal, gegenüber ein bisschen abgeblendet, aber immer noch voll nutzbar. Also, ich hätte null Probleme, das Objektiv bei Blende 1,4 zu nutzen. Wie gesagt, wenn man das Ganze ein bisschen abblendet auf Blende 2,8 oder 4, wird es noch ein Tick schärfer. Man muss auch ein bisschen überlegen, 85 mm, wenn man da Porträts mitmacht, dann ist es meistens so, dass ihr sowieso nicht mit der Offenblende 1,4 das Bild machen werdet, weil ihr habt dann einfach eine Ebene von der Schärfe, wo es schon sein kann, dass euch ein Auge oder sowas in der Unschärfe untergeht und dann blendet ihr sowieso ab. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein 1,4er Objektiv und das will man natürlich auch bei 1,4 nutzen und ich sage so, man kann es bei 1,4 nutzen. Ich persönlich würde da jetzt keine Abstriche machen müssen, nur weil es vielleicht ein Tick weicher ist. Es performt immer noch wirklich sehr, sehr gut. Es ist eben nicht vergleichbar mit einem G-Master-Objektiv oder sowas, aber man muss es halt realistisch sehen. Bei dem Preis hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es bei 1,4 so knackscharf ist wie auch alle anderen. Es ist scharf, aber eben nicht super scharf. Kommen wir mal zum Randbereich, da sieht es nämlich schon ein bisschen anders aus. Die Randschärfe ist nämlich schon bei Offenblende richtig gut. Also wenn wir hier mal den Außenbereich ansehen, da sehen wir schon auch noch richtig Details bei Offenblende. Das hätte ich so jetzt eigentlich nicht erwartet. Da performt es also wirklich am Rand, fast auf dem Level, sage ich mal, von dem Innenbereich vom Bild. Und da ist es auch so, wenn ihr ein bisschen abblendet, dann bekommt ihr dann noch einen Tick mehr Schärfe drauf. Ist ja klar, wenn es in der Mitte schon so ist, wird es am Rand natürlich auch so sein. Aber wie gesagt, ich bin von der Randschärfe eigentlich, ja, nicht überzeugt, sondern mehr überrascht, dass die da wirklich relativ gut abschneidet. Und da muss ich sagen, das ist dann auch schon ein Pluspunkt, vor allem eben in dem Preisbereich. Einen weiteren Pluspunkt gibt es dann für das Bokeh, weil da muss ich sagen, das ist hier wirklich echt schön cremig. Ihr habt da keine Swirls oder sowas und irgendwelche Ungleichmäßigkeiten, was da ablenkt oder sowas. Also das ist meiner Meinung nach schon richtig schön. Es sieht richtig schön aus. Ihr bekommt einen richtig schönen, ruhigen Hintergrund. Und auch der Übergang von der Schärfeebene in den Hintergrund und auch in den Vordergrund ist wirklich sehr schön. Also gerade beim Bokeh, da kann ich überhaupt gar nichts sagen. Das ist meiner Meinung nach so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin da eher ein Freund davon, dass das Bokeh eher weicher ist, gerade wenn man eben Porträts macht, aber auch, ich nenne es mal Porträts, Ganzkörperporträts, wo dann einfach ein bisschen mehr drauf ist. Da wirkt das alles richtig toll, sieht gut aus, gefällt mir doch sehr. Und auch wenn wir uns da die Bokeh-Bällchen angucken, wenn wir hier jetzt zum Beispiel eine Lichterkette fotografieren, dann sehen wir hier eigentlich bei Offenblende in der Mitte runde Bällchen und nach außen werden das dann schon Katzenaugen. Ich kann aber auch keine Zwiebelringe entdecken. Also die Bällchen an sich sehen relativ gut aus. Da ist jetzt nicht wirklich groß was drin, wo ich sagen würde, das würde mir nicht gefallen. An den Kanten von den Bällchen kann man vielleicht so ein bisschen eine hellere Kontrastkante sehen. Das stört mich aber soweit eigentlich nicht und ich muss auch sagen, ich bin da echt sehr zufrieden. Ich habe auch unsere jährliche Weihnachtskarte, die wir immer so machen, mit dem Objektiv aufgenommen. Ich kann euch da mal ein Bild zeigen. Da war dann auch eine Lichterkette im Hintergrund und das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt muss ich sagen, bei dem Bild für die Weihnachtskarte, da hatte ich noch einen Mistfilter drauf. Das Objektiv wurde mit Mist- und UV-Filter geliefert. Also da gab es eine Aktion. Ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt, dass ihr da einen Mistfilter und einen UV-Filter gratis dazu bekommt. Der war hier auf diesen Weihnachtsbildern mit drauf. Aber wie gesagt, auch ohne Filter ist das Ganze ein richtig schönes Bokeh. Und dann können wir auch gleich direkt über chromatische Aberrationen reden. Und wenn ihr das hier im Bild seht, dann ist es hier leicht sichtbar im Bereich vom Gegenlicht. Also ich habe hier in die Sonne fotografiert durch Bäume, damit ich da einfach harte Kontrastkanten habe. Und das seht ihr, ein bisschen chromatische Aberration ist da feststellbar. Wenn wir direkt in die Lichtquelle, also die Sonne, schauen, dann ist da schon ein bisschen chromatische Aberration sichtbar. Das ist aber soweit kein Problem, weil die lässt sich in der nachträglichen Bildbearbeitung, in der Nachbearbeitung sehr einfach rausrechnen. Was sich weniger rausrechnen lässt, sind Low-Cars und die habe ich mir auch angeschaut. Da ist es ja so, bei lichtstarken Objektiven treten die sehr häufig auf und auch hier ist es nicht ganz unsichtbar. Wenn wir das mal anschauen, dann sehen wir hier auch so leichte, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, rosa, blau-grün-gelbe Farbsäume. Also gerade im Gegenlicht, wenn was schimmert, lässt sich das sehr einfach feststellen, also sehr einfach auf
andere Objektive, nenne ich es mal, bezogen. Es ist hier so, dass es wirklich akzeptabel ist. Also es tritt auf, aber das tut es auch bei 3.000 € Objektiven. Es ist hier nicht groß störend und ich kann damit voll leben. Also auch die Lokas sind hier soweit eigentlich kein Problem im Gegenlicht. Und wenn wir vom Gegenlicht reden, dann können wir uns auch gleich das Gegenlichtverhalten mit Ghosting und Flares anschauen. Und das ist soweit meiner Meinung nach auch voll in Ordnung. Bei Offenblende ist es sehr gering feststellbar. Also da tritt es nur sehr selten auf. Da seht ihr so ein bisschen, die Linsenelemente können sich da mal im Bild abblenden, ist jetzt aber nicht weiterhin störend. Wenn wir aber die Blende schließen, wie zum Beispiel auf Blende 16, wo ich dann einfach mal Blendensterne fotografieren wollte, dann sieht man da schon deutlich mehr Ghosting und Flares. Es ist aber so, insgesamt gehört es jetzt zu den Objektiven, die das immer noch besser handeln können. Also da gibt es deutlich schlimmere Objektive, welche dann da wirklich sehr viel Ghosting und Kontrastabfälle und sowas haben. Das habt ihr hier mit dem Objektiv eigentlich nicht so stark. Also ich könnte damit ohne Probleme sehr gut arbeiten. Ich habe es ausgiebig auch bei Sonnenschein, der ziemlich selten war, aber dann doch mal vorhanden war, ausgetestet und bin da wirklich sehr zufrieden damit. Also auch hier würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Problem von dem Objektiv wäre. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, Blendensterne, die habe ich versucht aufzunehmen und da ist es so, ihr habt eher undefinierte Sterne. Also die Strahlen sind relativ weich. Ihr habt da nicht wirklich harte Strahlen, wo ihr euch jetzt einen richtig schönen Stern ins Bild zaubern könnt. Also das habe zumindest ich nicht hingekriegt, dass das Objektiv so hinkriegt. Und ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Ich bin nicht so die Person, die sehr oft Blendensterne fotografiert. Wenn ihr das natürlich machen wolltet, ich weiß nicht, ob sich da 85 mm dafür dann so eignen, aber dann könnt ihr hier natürlich keine harten Sterne erwarten. Also wie gesagt, die sind hier ein bisschen weicher. Und dann kommen wir mal zum Autofokusverhalten und da habe ich euch hier gerade mal ein Beispiel aufgenommen, weil ich gehe davon aus, das Objektiv ist so ein bisschen mehr aufs Filmen abgestimmt. Das ist so, der Autofokus ist gar nicht langsam, wenn ihr euch in einem Bereich befindet, wo das Objektiv einfach nicht so schnell hin und her fahren muss über einen weiten Bereich. Also im Nahbereich oder bei Porträtaufnahmen und so weiter. Da hält das Objektiv wirklich mit, also da kriegt es den Augenautofokus auch perfekt aufs Auge und so weiter, wenn sich das Model bewegt oder auch jemand mal auf euch zuläuft oder so, da ist es kein Problem. Wo das Objektiv wirklich, ich nenne es mal nicht Probleme, aber vielleicht eine Schwäche hat, ist, wenn ihr einen relativ weiten Weg fahren müsst. Also ihr müsst vom Nahbereich in den Fernbereich fokussieren. Da seht ihr nämlich hier im Video, das geht wirklich sehr, sehr langsam. Das ist mehr so, als würde da ein Fokuspuller den Fokus sehr langsam nach hinten verlegen wollen. Das ist ja bei der Filmaufnahme eigentlich auch gar nicht schlecht. Da will man keine so harten Fokusumstellungen. Aber natürlich beim Fotografieren müsst ihr da immer ein bisschen Zeit mitbringen. Und ich sage es jetzt mal so, für einen Sport, wo ihr schnell zwischen Distanzen wechseln müsstet, würde ich das Objektiv jetzt nicht benutzen. Dafür ist es meiner Meinung nach nicht zu langsam. Also langsam kann man eben vielleicht nicht sagen, weil es ist ja, wie gesagt, relativ schnell, aber eigentlich ist es schon langsam auf weite Bereiche, die es fokussieren muss. Also ich glaube, das liegt da aber nicht an den Motoren, sondern einfach an der Einstellung so davon. Ich weiß es nicht ganz genau. Da ist es auf jeden Fall so, da müsst ihr einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Aber wie gesagt, wenn ihr da ein Shooting mitmacht, Porträt, ob es nur Oberkörper ist, Gesicht oder ein Ganzkörperporträt, da kommt das Ding total mit, wenn ihr den Fokus schon mal in der Richtung von eurem Motiv hattet. Also es ist eben ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein bisschen mehr so aufs Filmen abgestimmt ist. Und wenn wir gerade beim Fokussieren sind, dann kommen wir natürlich noch zur minimalen Fokusdistanz und die beträgt 75 cm. Das ist also wirklich so, ihr habt damit kein Makroobjektiv. 75 cm sind schon recht ordentlich. Wenn man da als Vergleich zum Beispiel das 90 mm Tamron Makroobjektiv nimmt, das fängt bei 23 cm an, das ist so kurz vor der Linse, da ist das hier schon was ganz anderes. Also das sieht hier dann doch schon ein bisschen anders aus. Da braucht ihr schon deutlich mehr Distanz zu eurem Objekt. Von der Lautstärke her ist es auch in Ordnung, also ich hätte damit kein Problem zu filmen. Ihr werdet wahrscheinlich bei 85 mm jetzt nicht unbedingt ein Mikrofon oben auf der Kamera drauf haben, aber da hättet ihr dann auch keine Probleme damit. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ich bin mit dem Objektiv schon sehr zufrieden. Also man muss halt im Hinterkopf behalten, 549 € für einen 85 mm 1,4er Objektiv, das ist schon sehr, sehr günstig. Von der Abbildungsleistung her
her, die Schärfe und alles, das Bokeh gefällt mir doch wirklich sehr. Also, ich hätte da null Probleme, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einer, ich nenne es mal Budget-Porträtlinse seid, dann kann ich das Objektiv ohne Probleme empfehlen, weil es bildet wirklich sehr schön ab. Und auch gerade die Sache, dass es im Gegenlicht nicht wirklich irgendwie Probleme hat und so, also keine starken Probleme, die machen das Objektiv eigentlich zu einem Objektiv, das man sich auch schon mal so kaufen könnte. Wie gesagt, für 'n Fuji X-Mount kostet's 499 €, für E und Z-Mount kostet's 549 €. Das ist jetzt nicht die Welt und ich packe euch das Ganze unten mal in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das alles mal genauer anschauen. So, und dann war's es eigentlich auch schon soweit. Ich habe hier gerade geguckt, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe und das ist nicht der Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.